Mara sitzt im Hotelzimmer. Sie öffnet den Koffer. Ein kleines Foto fällt heraus. Was ist das? Wer ist das? Der rote Koffer. Heute gibt's eine neue kurze Geschichte auf A2-B1-Niveau. Die Übung und den Audiolink findest du in der Beschreibung. Viel Freude beim Zuhören! Es war ein kühler Morgen. Man konnte die Hektik am Bahnhof sehen. Koffer, Stimmen, schnelle Schritte. Kinder schrien. Jemand ließ eine Tasse fallen. Über der Rolltreppe hing ein großes Schild. Defekt. Die Anzeigetafel blinkte. Verspätung 15 Minuten. Mara stand am Bahnsteig. Neben ihr ein roter Koffer. In der Hand hielt sie ihre Bewerbungsmappe. Sie war auf dem Weg nach Berlin, zu einem wichtigen Vorstellungsgespräch. Plötzlich stieß sie fast mit einer älteren Frau zusammen. Auch die Frau hatte einen roten Koffer. Beide lächelten kurz. Dann gingen sie wortlos weiter. Im Abteil fanden Mara und die Frau Plätze an einem Tisch. Mara legte ihre Mappe auf den Tisch, holte Notizen heraus. Die ältere Frau setzte sich und begann zu stricken. Der Zug fuhr los. Die Landschaft zog am Fenster vorbei. Sie wechselten ein paar Worte. Fahren Sie auch nach Berlin? Ja, aber ich steige vorher aus. Ah, verstehe. Wenn du mit dieser Geschichte Deutsch lernen möchtest, im ersten Kommentar findest du ein Arbeitsblatt mit Fragen und Übungen. Dort kannst du dein Hörverstehen testen und neue Wörter lernen. Der Zug näherte sich Berlin. Mara war in ihre Unterlagen vertieft. Die ältere Frau stand plötzlich auf. Sie packte ihren Koffer und stellte ihn an die Tür. Der Zug hielt an einer kleineren Station in Berlin, noch 2 Stopps vor dem Hauptbahnhof. Die Frau stieg aus. Mara hatte Durst und wollte eine Flasche Wasser aus ihrem Koffer herausholen. Sie öffnete den Koffer und erstarrte. Drinnen lagen Wollknäuel, eine halbfertige Mütze, eine kleine Schachtel, keine Unterlagen, kein USB-Stick, kein Hemd. Das ist nicht mein Koffer. Der Zug hielt am Berliner Hauptbahnhof. Mara stieg aus. Sie fühlte Panik. Ohne ihre wichtigen Unterlagen und die Businessklamotten würde das Gespräch morgen schiefgehen. Sie nahm ein Taxi zum Hotel. Im Foyer blieb sie wie angewurzelt stehen. Vor ihr stand die ältere Frau. Sie hatte einen roten Koffer in der Hand. Ich habe im Taxi gemerkt, dass das nicht meiner ist. Zum Glück habe ich Ihre Hoteladresse auf einem Papier gesehen. Oh, vielen, vielen Dank. Sie tauschten die Koffer. Mara ging aufs Zimmer. Sie öffnete ihn. Alles war da. Mappe, Kleidung, USB-Stick. Und obenauf ein kleines Schwarz-Weiß-Foto. Ein Junge. Auf der Rückseite ein Datum. 1978. Bevor du das Ende hörst, was denkst du? Wer ist der Junge auf dem Foto? Schreib deine Idee in die Kommentare, bevor du weiterhörst. Am nächsten Tag lief das Vorstellungsgespräch gut. Mara war ruhig, antwortete klar und ging zufrieden zurück zum Hotel. Sie ließ sich Zeit auf dem Rückweg. Die Sonne schien und Berlin wirkte freundlich. Mara schlenderte ohne Ziel durch kleine Straßen. An einer Ecke stand ein alter Obststand, wie aus einer anderen Zeit. Holzkisten, bunte Schirme, die Luft voller süßer Erdbeer- und Apfelduft. Die leuchtenden Farben und der frische Geruch zogen sie an. Sie kaufte eine kleine Schale Erdbeeren, um sich zu erfrischen. Plötzlich hatte sie ein seltsames Gefühl. Sie hob den Blick und sah auf der anderen Straßenseite vor einem gemütlichen Café die ältere Frau. Sie saß da, lächelnd, mit einer Tasse Tee und einem Stück Kuchen. Überrascht und neugierig ging Mara fast im Laufschritt über die Straße.
Guten Tag, wir haben uns ja gestern im Zug und im Hotel getroffen. Sie erinnern sich, den roten Koffer. Ja, natürlich. Schön, dass wir uns wieder treffen. Entschuldigen Sie, wenn ich störe, aber das Foto, das in meinem Koffer lag, wer ist darauf? Das ist mein Bruder. Er ist vor vielen Jahren verschwunden. 1978. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Oh, das tut mir leid. Aber warum lag das Foto in meinem Koffer? Ich wollte, dass es jemand sieht. Vielleicht erkennt ihn jemand oder erzählt mir etwas. Ich habe gehofft, dass ein kleiner Zufall mir hilft. Und Sie dachten, ich könnte helfen? Man weiß nie, wen man im Zug trifft. Manchmal bringt ein Gespräch mehr, als man denkt. Sie sprachen noch eine Weile. Die Frau erzählte von ihrem Bruder, von einem Streit, von einem Abschiedsbrief und davon, dass sie nie aufgegeben hatte, ihn zu suchen. Mara hörte aufmerksam zu. Während sie ging, nahm sie sich vor, sie würde das Foto zeigen. Vielleicht im Internet, vielleicht Freunden in anderen Städten. Es war nicht nur ein kleiner Schritt, aber ein Anfang. Oder vielleicht nicht, aber sie hatte das Gefühl, dass dieser Moment wichtig war. Und? Wie fandst du die Geschichte? Im ersten Kommentar findest du das Arbeitsblatt zur Geschichte mit Verständnisfragen, einem Lückentext und wichtigen Vokabeln. Wenn dir diese Kurzgeschichte gefallen hat, abonniere den Kanal, um mehr A2 und B1 Hörbücher zu hören und dein Deutsch zu verbessern.